Bruno, heute Patriotismus-Folge, ja? Patriotismus, ich will den Begriff wieder so ein bisschen nach vorne ballern. Make Patriotismus great again mäßig, ja? Ich habe auch einen super Gast da, Manuelsen, den Rapper. Und ich singe auch noch einen super Song dann. Und dann... Was laberst du? Was ist an Patriotismus geil? Sag mal ganz ehrlich. Was ist daran geil? Denkst du, ich will irgendeine Flagge hochhalten mit Stolz, wo ich ganz genau weiß, Nazis und AfD halten die auch hoch? Weißt du, was bedeutet Schwarz-Rot-Gold? Weißt du das? Was ist rot zum Beispiel? Stell dir vor, das heißt Leute umbringen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich stehe dazu nicht. Das einzige Mal, wo ich Flagge raushole, ist bei WM und auch nur, wenn die gewinnen. Sobald die verlieren, direkt wieder in den Kofferraum rein, Bruder. Mehr nicht. Das wird super. Pass auf. Guck. Herzlich willkommen zur Street Show, fast live von der Straße. Folge 2, Patriotismus. Bitte begrüßen Sie jetzt Ihren Gastgeber, den bekanntesten Mann im deutschen Fernsehen, Nachrichternase, Noel Schmidt. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zur Street Show. Das ganze Budget schon verballert hier, ja? Ich habe gelernt, gönnen können. Habe ich gelernt von meiner lieben Kollegin Patricia vom RBB. Die hat gesagt, mach das. Heute das Thema ist Patriotismus. Patriotismus, der Begriff wäre so ein bisschen, also noch mehr cringe irgendwie als Dieter Bohlen auf TikTok. Lass es nochmal aufdrehen. Da. Danke, Dieter. Ja, Patriotismus hat ehrlicherweise irgendwie einen schlechteren Ruf als Porsche-Fahrer auf einer Klimademo. Und es sorgt auch für so einen leichten, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, so einen leichten, so einen pelzigen Beigeschmack. Ehrlich gesagt, alle Worte, die auf Ismus enden, Rassismus, Protektionismus, Mallorca-Tourismus. Und warum ist das so? Hitler. Aber gut, so, ist schon ein bisschen was her. Jetzt schauen wir mal, wie die Leute heute so zu Patriotismus stehen, oder? Einfach mal ein bisschen nachfragen, ne? Ein bisschen ins Gespräch kommen. Man muss ja sagen, Deutschland ist ja auch wirklich einfach toll. Kann man ja auch feiern. Irgendwie. Die Leute sind so... Hast du Zeit? Entschuldigung, haben Sie eine Sekunde? Nee? Also, sorry. Telefoniert mit dem Bundeskanzler oder so, keine Ahnung. Darf ich mich kurz zu Ihnen setzen? Was finden Sie denn an Deutschland gut? Tja, das ist alles relativ. Wir können ganz konkret können Sie Dinge sagen. Die Leute finden das alles scheiße irgendwie, keine Ahnung. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt einen richtig fetten Trailer, so richtig Hollywood-mäßig, damit wir richtig Deutschland wieder so richtig nach vorne ballern. Ich versuche so einen Hollywood-Trailer zu basteln, mit richtig Kohle. Wir können Sachen explodieren lassen, Flugzeuge können fliegen, es können die geilsten Schauspieler mitmachen. Was würde da deiner Meinung nach so vorkommen? Explosion, ganz viel Explosion. Ja? Ja. Und was wären noch so richtige Keywords, die der Sprecher noch da reinballern muss? Mord. Mord, sehr gut. Kriminalität. Was Positives noch? Was Positives? Ja. Fällt mir gerade nichts ein. Kinderhilfe. Kinderhilfe. Mord, Kriminalität, Kinderhilfe. Auf jeden Fall sollten da deutsche Schauspieler dabei sein. Elias Mbarek. Ja, zum Beispiel, schon krass. Der muss in jeden Film eigentlich rein. Ja, schon. Was wäre so eine Pose, die Elias Mbarek dann da drin machen würde? So? Der würde auf dem Boden liegen, aber so. So? Ja, so auf dem Boden. Ja. Mord, Kriminalität, Kinderhilfe. Also, wir halten fest. Mit so ein bisschen Spucke kriegen wir den Patriotismus mal so richtig schön aufgemöbelt, ne? Und dazu muss man ja auch sagen... Hä? Mensch, hallo Sandra! Wie geht's dir? Wir sind doch erst nächste Woche verabredet, zum Fortnite. Hey Noel, du kannst doch nicht so eine alberne Comedy-Show zu so einem hochkomplexen Thema wie Patriotismus machen. Du weißt doch, wir sind hier bei der ARD, Stichwort Bildungsauftrag. Wieso albern? Na gut, Noel, du bist ja noch relativ neu, das kann jedem mal passieren. Also, du musst ein bisschen mehr Anspruch in deine Sendung bringen, also qualitativ besser werden. Wie machen wir das bei der ARD? Qualitativ besser werden? Na ganz klar, Talkshow. Noch eine ARD-Talkshow? Okay. Willkommen bei Schmidt. Heute zum Thema Patriotismus. Darüber reden wir mit folgenden weißen Männern.
Professor Dr. Max Musterung von der Bundesuniversität Darmstadt. Er plädiert für einen neuen Patriotismusbegriff. Falsch, sagt Hundezüchter Hartmut Decker. Et kütt weht kütt. Außerdem bei uns Germany Mann. Der US-Amerikaner spricht kein Deutsch, ist aber stolz auf den Namen seiner Großmutter. Ratte dagegen will Deutschland verrecken sehen. Und wir sprechen mit Mr. Saufi Saufi. Lumpi, der Papagei, sieht Patriotismus kritisch. Nationalstolz habe in der Vergangenheit allzu oft seine hässliche Fratze gezeigt. Apropos, hier ist Malte. Da loben wir uns den Bahnbabo. Er wurde fast Oberbürgermeister von Frankfurt und kann übertrieben Spagat. Windolf Troste ist der Erfinder des Bierhelms. Und wir begrüßen Sven Gaffel. Gaffel. Willkommen bei Schmidt. Noel, dein Ernst? Was denn? Ich liebe den Bahnbabo. Ja, ich auch. Okay, aber kriegen wir bitte noch ein bisschen mehr Substanz in deine Sendung? Na gut. Was Ernstes. Wir reden über Patriotismus mit wem Ernsten, mit einem Wissenschaftler. Sagen Sie noch mal Ihren Namen und für was Sie wissenschaftlern? Mein Name ist Dominik Rigol. Ja. Und ich bin Historiker Ja. am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und da forsche ich unter anderem zu Nationalismus. Das ist sowas Ähnliches wie Patriotismus. Okay. Was ist denn der Unterschied? Im Prinzip ist Nationalismus das wissenschaftlichere Wort dafür. Patriotismus klingt nur netter. Das ist sehr ernst. Okay, welche Rolle hat 1848 der Patriotismus in Deutschland gestellt, sozusagen bei der Demokratisierung von Deutschland? Also, dafür muss man fragen, gegen was hat sich denn dieser Patriotismus bzw. Nationalismus gerichtet? Ne? Also damals war die politische Rechte konservativ, feudal, monarchistisch. Das heißt, die haben gesagt, was in einem Gebiet passiert, das entscheidet der König und dafür sind wir. Ja. Gegen das haben sich dann die Nationalisten oder wie Sie sagen, die Patrioten gewendet und haben gesagt, was in einem Gebiet wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich passiert, das entscheidet die Nation. Und insofern war das ein wichtiger revolutionärer Akt und deswegen waren die Leute, die damals rechts waren, die Konservativen und die Königstreuen dagegen. Voll geil. Also wenn man sagt, scheiß auf den König, wir machen jetzt unser eigenes Ding, ist doch super. Klar, theoretisch schon oder praktisch auch, ja. Aber du hast halt damals schon das Phänomen, dass Patriotismus / Nationalismus nicht nur inklusiv ist, sondern auch exkludierend. Ja? Das heißt, also Demokratie, die dann gefordert wurde gegen den König, war sozusagen einerseits fortschrittlich und gut. Und gleichzeitig waren aber, was weiß ich, so und so viel Prozent, das weiß man nicht so genau, von den Nationalisten / Patrioten damals, aber auch Antisemiten haben gesagt, ja, deutsche Nation, aber nur ohne die Juden. Ja. Oder deutsche Nation, nur ohne die Arbeiterschaft. Oder ohne die Frauen, die dann nicht wählen durften und so weiter und so fort. Also sozusagen, das darf man halt nicht vergessen, wenn man die 48er abfeiert. Ich finde es aber trotzdem wichtig, die 48er Revolutionäre abzufeiern. Wird viel zu wenig gemacht. Aber das darf man dann ja auch nicht mythologisieren. Mhm. Ich freue mich jetzt riesig, meinen Gast begrüßen zu können. Nämlich, er ist den ganzen weiten Weg aus Mülheim an der Ruhr nach Mülheim an der Ruhr gekommen, nämlich Manuelsen. Was geht? Alles fit? Alles gut? Ja. Du sagst, du bist stolz, in Deutschland zu sein. Und viele, wenn man so auf der Straße sich umhört, die haben da manchmal so ein bisschen ein Problem, dazu zu stehen. Warum sagst du das trotzdem? Also meines Erachtens nach musst du halt da, wo du geboren bist, da wo du aufgewachsen bist, da wo du deine Kindheitserinnerungen hast, da wo du all deine Freunde hast, deine Infrastruktur hast, du musst das pflegen, du musst das hüten. Und ich habe halt nun mal keine Infrastruktur in Ghana oder in Libanon oder in Türkei, sondern ich habe sie hier. Und warum sollte man dann nicht stolz darauf sein? Und du hast da aber keine Angst, in einen Topf geworfen zu werden mit so Leuten, die so ein bisschen weiter rechts stehen? Die Fahne hochhalten und die sagen, Deutschland ist was Gutes. Nee, das ist nicht richtig so, wie du sagst. Ich habe sehr wohl ein Problem damit, mit denen in einen Topf geworfen zu werden, aber ich habe kein Problem damit, ne, die Konversation zu suchen mit denen. Ja. So.
Und was mir da so möchte gern irgendwie so zum Verhängnis wurde von irgendwelchen Spezialisten, die gesagt haben, dass ich einfach zu unkritisch mit den Leuten gesprochen habe. Ja. Was ich aber sage, ist, dass Kritik nicht immer die beste Lösung ist. Okay? Kritik ist nicht immer die beste Lösung. Weil wenn ich verkopft zu dem gehe und eine Konversation suche und versuche zu verstehen, warum die Leute so denken, ich habe ja genug Argumente dafür, warum sie es nicht tun sollten. Man muss kurz sagen, du hast mit einem Nazi, kann man sagen, ja, ne? In einem Stream, den hattest, oder? Das ist so wie, er sagt, dass er kein Problem damit hätte, wenn ihn jemand so nennen würde. Okay. Ob er sich jetzt selber so nennt, weiß ich nicht. Okay, aber da hast du mit ihm sozusagen ein Gespräch geführt. Ja, und ich hab's halt ein bisschen, ich hab's halt auf cool gemacht. Ich habe jetzt nicht mit dem Finger auf ihn gezeigt, weil fange ich an mit dem Finger auf ihn zu zeigen, fängt er an mit dem Finger auf mich zu zeigen. Ja. Und wo endet das? Entweder geben wir uns an die Gurgel, ne, oder wir haben keinen Bock aufeinander und das Gespräch findet nicht mehr statt. Aber das TikTok-geile, blutrünstige, niederträchtige Publikum im Internet, die sind halt nur aus Köpferollen aus. Weißt du? Was ist denn patriotisch für dich? Meines Erachtens nach ist jemand, der für den seine Nation über alles geht. Ist schon so ins Fanatische gehen? Ja, aber das ist nicht mein Ding. Ja. Nee. In dieser Folge wollte ich nämlich wissen, ob ich es schaffe, make Patriotismus great again sozusagen. Ne? Also können wir patriotisch auch sozusagen dem gegenüber sein? Die Verfassung, die uns diese Gesellschaft Patriotismus finde ich generell schwierig. Ja. Finde ich generell schwierig. Ja. Und das Grundgesetz wäre cool, wenn sich alle dran halten würden. Du hast auch bei einem Boxkampf mal die Nationalhymne gesungen, R&B-mäßig. Würdest du sagen, die ist geil? Oder was sind so deine Top 3 Nationalhymnen? Die schönste Nationalhymne ist die amerikanische. Ja. Ja, auch 100%. Den Pathos, ne? Ja, die ist krass. Ja. Wurde sehr oft auch schon sehr schön gesungen. Die deutsche Nationalhymne ist auch schön. Ja. Es kommt darauf an, wie du sie singst. Ja, dann ist es ist wirklich wahr. Es hat natürlich immer ungewollt diesen Touch halt. Weißt ja, du, ne? Ich meine, man steht immer so direkt so stramm, ja, stramm und fängt an, das R zu rollen. Weißt du, das ist halt schade. Und die Nationalhymne ändern wir aber nochmal in Ain't No Sunshine, oder? Ein bisschen mehr Pep rein. Die amerikanische Nationalhymne ist einfach krass geschrieben. Ja, ja. Also, und dann Pause erstmal. Ja. Pause, Stopp. Alle warten und dann. Und dann habe ich noch nie gehört, deutsche Nationalhymne so. Mal ein bisschen anders, ein bisschen so R&B-mäßiger. Wie wird das klingen? Einigkeit und Recht. Und du kannst halt und Recht und Freiheit. Aber mach das bloß nicht. Boah. Wenn du die veränderst? Die Oma der Opa kriegt einen Herzinfarkt, wenn du das machst. Der denkt, der verarscht mich doch jetzt gerade. Was singt der denn da? Der versteht das gar nicht. Weißt du, was ich meine? Aber wir beide können doch trotzdem eine Version haben, die wir auch geil finden. Können wir jetzt richtig singen? Ne? Na, Bruder, ich bin gerade wach geworden, ist kalt, Bruder, meine Stimme ist kalt, lass mich. Wir singen geil. Zeig mal ein bisschen was, wir gucken mal, ob wir das fühlen, aber... Was ist das jetzt? Ain't No Sunshine, ne? Darauf? Das da drauf machen? Geht doch gar nicht. Das ist komisch. Und Recht und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Für das deutsche Vaterland. Ja, das ist Schwachsinn. Ja, ist Einigkeit und Recht und Freiheit. Das Timing passt nicht. Für das deutsche Vaterland. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes. Ain't no sunshine when she's gone. Also, naja. In she goes away. Ich kann den Text auch gar nicht sagen. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Every time she goes away.
yeah. Wonder this time where she's gone. Oh, where? Text weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall so, hört sich das irgendwie an. Ain't no sunshine when she's gone. She goes away. Ain't no time, she goes away. Wild. Stark. Es geht ja immer auch so ums Wir-Gefühl, um so identitätsstiftend. Gibt es denn was, auf was wir uns einigen können? Was irgendwie. Nee, das wäre absurd. Also sowas gibt's nicht. Also sowas wird gewünscht. Also es gibt Leute, die fordern sowas ein und die einen vielleicht mehr als die anderen. Aber ich denke, in demokratisch verfassten Gemeinwesen kann es sowas nicht geben. Das wäre verrückt. Also da müsste man sozusagen Indoktrination betreiben und alle mit Propaganda zuhauen, aber selbst da würde es nicht funktionieren. Also es ist einfach, wir sind komplexe Gesellschaften und da gibt es ganz unterschiedliche Interessen, weil jeder was anderes darunter versteht, was seinem Land gut tut. Gibt es dann in der Demokratie gar nichts, was so uns verbindet? Doch, natürlich, es gibt total viel und ich glaube, Patriotismus spielt da tatsächlich auch eine Rolle, aber ich glaube, um die Leute richtig mitzunehmen oder mehr Leute zu mobilisieren also für eine Gesellschaft, brauchst ich meine, du hast vorhin Geschichte, glaube ich, gesagt oder auch eine Erzählung, sagt man jetzt modern. Ja. Sinnvoll wäre, wenn Demokratinnen und Demokraten darüber nachdenken, was man da für Geschichten sozusagen oder Ziele formulieren könnte, auf die man dann zusammen hinarbeiten möchte, um das Land halt besser zu machen. Ja? Und da wird man sich nie auf eins... Ja, das kann ich, das ist ja der Witz. Also da kann man dann sagen, okay, das kann in einer pluralistischen Gesellschaft tatsächlich so ein kleiner Hansel wie ich oder du können das ja nicht entscheiden, sondern noch nicht mal vordenken, sondern das ist wirklich nur was man im Alltag täglich dann machen kann, indem man zum Beispiel singt oder indem man Wissenschaft betreibt auf eine bestimmte Art und Weise. Und kann diese Geschichte sein, dass wir uns auf unsere pluralistische Gesellschaft einigen, also auf das, was die ermöglicht, unsere Verfassung, unser Grundgesetz? Theoretisch können sich wahrscheinlich sogar sehr viele aufs Grundgesetz einigen, aber auch das wird. Aber das ist doch super. Wieder, ja, okay. Da kann ich das singen. Ja. Ja, super. Danke. Gerne. So. Ich krame in meinem Tornister G. Verdammt, ich hab dich fast vergessen. Doch zwischen Bananenresten da find ich dieses Heftchen. Ich geb zu, du warst für mich nicht gleich ne 10 von 10. Aber heute ist dein Text einfach nur Sex für mich. Ey, deine Würde ist unantastbar, hauchst du mir ins Ohr. Wir beide haben nach der Präambel noch was vor. Ich bin kein Nazi, aber... Boah, Joel, bitte. Komm mir mit dir, Baby, Baby, so patriotisch vor. Hier ist eins für dich, für dich, für dich und für dich auch. Der Babo ist in Form. Hier ist eins für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Ich steh auf Doppel-G. Viel Spaß mit Folge 4. Was? Folge 4, jetzt kommt Folge 3. Brudi, was geht? Aber mit Grundgesetz, da hat er recht. Ohne Grundgesetz, Demokratie und die Zuversicht, da funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Wir alle zusammen können es schaffen, diese Welt jeden Tag ein Stück besser zu machen. Leute, worauf warten wir? Ey Mann, fangt an damit!